Hallo Fahrradwohnwagenfreunde, hallo Draußenschläfer und hallo Welt. Tja, was gibt's Schöneres als bei 30 Grad in einem schönen Pool in Frankreich rumzuplätschern? Ich weiß auch nicht, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Doch wenn man das Ganze nicht alleine tun muss, ich bin nämlich gerade hier eingeladen worden von Merivonne und Blondine. Das ist echt eine tolle Sache. Und ja, die zwei Damen habe ich getroffen vor 2 Tagen. Da bin ich über eine Straße gefahren, die war relativ schmal und eng. Und ja, wir beide mussten sehr langsam fahren und haben das Fenster runtergekurbelt und haben gesagt, Mensch, wir reisen auch immer sehr viel. Und möchtest du uns nicht mal besuchen kommen? Da habe ich gesagt, ja, das sind so 20, 30 Kilometer von hier entfernt. Das mache ich doch super gerne. Und 2 Tage später bin ich nun hier und habe sogar auch noch ein eigenes Zimmer, in dem ich übernachten kann. Ich hatte hier nach 10 Tagen auch mal wieder eine Dusche. Ja, so könnte es eigentlich jeden Tag sein. Und was sonst noch alles so passiert ist in der Zwischenzeit, das erfahrt ihr jetzt. Ja, ihr Lieben, jetzt musste ich euch doch erstmal ein paar Aufnahmen von diesem wunderschönen Platz hier zeigen. Ich habe hier wirklich einen traumhaften Stellplatz gefunden. Hier sind zwar so ein paar Häuser, vielleicht 2, 3 Häuser, wo ich hier gerade stehe. Gelegentlich kommen auch mal ein paar freundliche Menschen vorbei, die hier lang joggen oder mit ihren Familien hier lang gehen oder Fahrrad fahren. Aber da ich auch ziemlich beschäftigt war die letzten 2 Tage, haben die mich auch in Ruhe gelassen, freundlich gegrüßt und ein sehr, sehr schöner Platz. Direkt hier hinter ist ein künstlich angelegter Kanal und das ist super praktisch, weil da kriege ich nämlich mein Duschwasser her und ich konnte hier mal richtig ausgiebig ja, duschen. Das war richtig klasse. So, was gibt's denn alles Neues? Also, im Intro habe ich es ja schon erwähnt, ihr habt ja schon gesehen, ich habe in diesem schönen Pool gelegen. Und dieser Pool gehört zu dem Haus, in dem Merivonne und Blondine wohnen. So, und das war wirklich, ich muss es nochmal sagen, eine unglaublich herzliche Begegnung. Die beiden Damen habe ich ja, wie gesagt, angesprochen, als ich da auf der Straße unterwegs war. Und wir haben 2 sehr, sehr schöne Tage miteinander verbracht. Ja. Merivonne hat mir mal die Stadt Laudon gezeigt. Das ist übrigens die Stadt, wo Cäsar mal gewohnt hat. Ja, eine sehr beeindruckende Stadt. Also wer sich das mal anschauen möchte, in den Sommermonaten ist leider oben so der Bereich, wo Cäsar gehaust hat. Der ist leider geschlossen aufgrund von Waldbrandgefahr. Da ist die Gendarmerie und ja, die kontrolliert das auch. Und da konnten wir leider nicht hingehen, aber es ist trotzdem ein unglaublich schöner Ort. Und ich kann einfach nur empfehlen, schaut euch das mal hier an. Das ist eine traumhafte Gegend. Ja, was habe ich noch gemacht? Ja, wir haben uns gegenseitig bekocht. Wir haben viel miteinander gequatscht. Die beiden konnten auch sehr gut Englisch sprechen. Und das war einfach für mich schön, einfach auch die französische Kultur einfach mal so kennenzulernen, die Essgewohnheiten, wie gefrühstückt wird und das Zusammensitzen und Spiele haben wir gespielt und das war einfach alles, ja, es waren 2 sehr schöne Tage und die beiden Damen haben mich auch gerettet, in Anführungsstrichen, weil nämlich plötzlich dann doch endlich mal die lang ersehnten und lang erwarteten Gewitter durch Frankreich gezogen sind. Und das war manchmal ganz schön heftig nachts, also es ging über 5 Stunden. Es war relativ wenig Sturm dabei, das heißt, ich hätte es schon überlebt, ja, in meinem Fahrradwohnwagen. Aber in einem eigenen Zimmer zu sein, ich blende mal hier ein paar Aufnahmen ein, generell von dem schönen Haus, von dem Zimmer, was ich hatte. Es war einfach ein Traum dort, ja. Ja, da war das eben auch mal schön, das Gewitter von einem Zimmer, von einem Fenster aus sehen zu können. Und ich blende einfach mal kurz ein paar Aufnahmen für euch ein, wie stark es geregnet hat.
Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie stark es da nachts geregnet hat. Es war zum Glück kein Sturm dabei. Wäre sicherlich auch mal ein Erlebnis gewesen, so viel Starkregen mal hier im Camper ja, sich anzuschauen und zu schauen, ob es dicht ist. Aber bis jetzt ist er auf jeden Fall dicht, mein Camper. Ja, was gibt es noch? Ach so, es gibt noch etwas Neues, was ich euch berichten muss. Und zwar muss ich mich bedanken bei einem sehr, sehr aufmerksamen Zuschauer. Ich habe mal durch die letzten Kommentare gescrollt bei den Videos. Ich habe dieses Kommentar leider nicht mehr finden können. Aber auf jeden Fall hat mich jemand darauf hingewiesen, Mensch, du musst nicht von Barcelona nach Mallorca fahren, sondern du kannst auch von Toulon aus, das ist auch eine Hafenstadt, kannst du auch nach Mallorca fahren. Und das ist nämlich besser, weil so umgehst du die Pyrenäen. Und ich bin jetzt schon mehrfach mit Menschen ins Gespräch gegangen, die mir einfach gesagt haben, es waren noch viele Einheimische hier, die gesagt haben, da sind noch die Ausläufer von den Pyrenäen, wenn du nach Barcelona möchtest. Das kann echt schwierig werden, ne? Gerade mit dem Anhänger. Und jetzt gibt es eine Kursänderung, das heißt, ich habe ja aufgehört nach Barcelona zu fahren, sondern ich fahre jetzt mehr nach links, wenn ich von oben komme auf der Landkarte und fahre dann Richtung Toulon. Das könnt ihr euch gerne bei Google Maps ja mal anschauen, wenn euch das interessiert, und versuche dann von Toulon aus nach Mallorca zu fahren. Ob das klappt, werdet ihr natürlich hier auf diesem Kanal dann sehen. Ja, und vielen, vielen Dank nochmal für so einen wundervollen Kommentar. Das ist echt hilfreich und wahrscheinlich komme ich so viel besser und leichter nach Spanien. Und jetzt werde ich gleich hier mal so langsam alles zusammenräumen und werde dann weiter Richtung Süden aufbrechen. Und auf dem Weg hierher, das möchte ich euch gerne jetzt am Ende des Videos auch noch mal zeigen, seht ihr, wie ich über eine sehr, sehr lange Hängebrücke ja, nicht gefahren bin. Ich wollte drüber fahren und habe dann, das seht ihr auch am Beginn des Videos, ich wollte schön lässig mit meinem ganzen Gespann auf diese Brücke drauf fahren und habe dann sehr schnell gemerkt, dass diese Brücke plötzlich anfängt zu wackeln, weil es ist eine Hängebrücke und auch relativ viel frei. Das heißt, man konnte den Boden sehen, man konnte die Seiten sehen und man hatte gar keinen Fixpunkt, wo man sich orientieren konnte. Und da bin ich unglaublich ins Straucheln gekommen, musste einfach schnell absteigen und musste dann über diese Brücke schieben. Ich habe jetzt auch mal sehr wenig Zeitraffer verwendet, damit ihr einfach mal seht, wie lang diese Brücke einfach ist. Ich gucke mal nach, ich schreibe euch auch noch mal unten kurz rein, wo diese Brücke sich befindet. Ja, da wünsche ich euch viel Spaß. Dann sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Und ich freue mich schon wieder auf das nächste Video, natürlich mit euch.